Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zu Rescue Headquarters auf meinem Kanal. Ja, die Einsätze rufen da gerade. Da passt doch der super dazu. Schon 95%. Dann ist das, glaube ich, ein einfacher. 99. Vielleicht noch einen Lufttank. So. Gut, und was haben wir hier noch? Genau dasselbe. Und jetzt haben wir keine Leiter mehr. Das ist toll. Aber wir haben dafür das hier. So. Da sind wir auch auf 90%. Das ist soweit gut. Ja, und da bräuchte es schon wieder eine Leiter. Jetzt geht es mir hier langsam aus, ehrlich gesagt. Ich kann aber den nehmen. Mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Kann noch 2 Leute. So. Ich möchte auf jeden Fall noch die beiden Gefahrenschutzanzüge nehmen. Ah, und dann ist das Fahrzeug leider voll. Gut, ich kann noch das dazugeben. Ob sich das aber lohnt, ist das andere. So. Hier 13. Sind wir bei 88%. Dann gab es da auch noch einen mehr. Ja, komm, machen wir das. Zum Glück kommt ja jetzt gerade keine Feuerwehr, sondern wieder Polizei, wo wir auch viel besser dastehen, ganz klar. Ja, also jetzt, diese Woche fordert einem das Game wirklich hart. Also, muss ich schon sagen, ist wieder ein ganz anderes Feeling hier. 84%. Ich kann natürlich noch den Helikopter dazugeben, aber ich habe noch 2 andere Einsätze hier. Die ja bestimmt nicht leichter sind. Da kann ich den dazugeben. So, dann schaffen wir den. Ja, und hier 20 Leute. Ja, reicht aber schon. Ist erstaunlich. So nicht. Also es müssen beide Fahrzeuge sein, dann geht's. Gut. So, bevor wir jetzt wieder hier skippen, schauen wir mal wegen dem Helikopter. Da ist noch was kaputt. So, haben wir den schon freigeschaltet? Ich glaube schon. Jawohl. Und der müsste jetzt hier hin. Was wir noch machen können, wir können ihn da so hinsetzen und können bei der Garage noch ein Loch wegnehmen. Das geht auf jeden Fall. Das würde ich jetzt so machen. So. Dann steht er zwar wieder so blöd im Gebäude drin. Also er müsste so stehen. Gut, ich kann natürlich den Zugang auch von oben machen. Macht dann einfach nicht ganz so viel Sinn, aber dann steht er wenigstens nicht so blöd im Gebäude. Wie der Polizeihubschrauber. Das ist ja da echt ein bisschen das Nervige. Okay. Dann würde ich sagen, wir verkaufen diese Kühlschränke und Stühle hier, dass die sich wegbewegen. So. Und dann schauen wir mal außerhalb. Ja, so steht er halt nicht so blöd da. Und wir können die Küche noch ein bisschen drumherum bauen. Also es kann ja hier eine Tür hin. So. Und dann können wir trotzdem da Küche bauen und da. Und wir haben ja hier eine Tür dran. Also das passt schon. Und vielleicht, damit gleich auf derselben Höhe ist, bauen wir auch hier noch Küche. Ebenfalls mit Tür, die leider da nicht mittig ranpasst. Und beim Behandlungsraum schauen wir noch, weil da ist ein Block, macht da nicht so viel Unterschied. Ja, vielleicht schon. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen mehr medizinische Dinge hin. So, jetzt soll sich der mal aufbauen und dann können wir dann endlich mal, wir sind immer noch im Plus, auch wenn wir den gebaut haben, dann können wir dann endlich mal die Küche da bauen. So, das ist
übertrieben, wie viele hier sitzen, aber es liegt vor allem daran, weil wir kein Personal haben dazu. Ja, und einen weiteren bringe ich da eh nicht rein. Also das Personal ist völlig ausgelastet mit den anderen Dingen. Ihr seht, hier ist kaum Personal da. Wir sind aber so richtig... Wir sind so richtig auf dem Glatteis hier. Mal schauen, wie lange das noch gut geht. So gut, es kommen ja gerade wieder alle nach Hause. Klar, aber... Naja. Und ein neuer Bewerber. Natürlich bei der Sanität. So. Der Helikopter hat sich gerade noch aufgebaut. Ich könnte natürlich die auch eine Schicht länger arbeiten lassen. Das müsste ich mir vielleicht auch mal überlegen. So, wie sieht es da polizeimäßig aus? Wir haben den da. Und deshalb ist es halt wichtig, dass wir hier nur das gut ausgebildete Personal nehmen, damit wir möglichst wenig davon brauchen. So, 107%. ...98, dann nehme ich da noch einen Anfänger, 103. So, und jetzt haben wir noch was. Eher nein. Zweimal Schutzausrüstung. So. 76%. Mehr habe ich nicht. Also komm. Weil wenn ich jetzt warte, dann habe ich einfach danach wieder mehr Leute. So, Zellenbänke sind überlastet. Ja, hier sehen wir es. Gut, gerade sind wieder 18 Leute herum, die frei sind. Und ihr seht, die werden hier Verhörungen durchführen. Und einer wurde auch schon verhört, jawohl. Kann nach Hause, muss natürlich auch hier abgearbeitet werden. Und da sind wir bei Schreibarbeit. Wir haben ein bisschen viel Schreibarbeit vor uns. Fall sieht gut aus, Beweise voll. Dann kann ich doch mal die Fall in Beweise umwandeln. Akten. Schreibarbeit, Akten. Akten zum Fall. Jetzt muss ich gerade noch was schauen, sorry. Akten zum Fall. Aktenfall. Und der auch Aktenfall, oder? Machen wir den mal aus. Dass da nur einer arbeitet. Weil wir haben hier Schreibarbeit, Schreibarbeit und Schreibarbeit. Und eigentlich haben wir da 2, 4, die da die Beweise hier abarbeiten. Okay, machen wir einen von denen mal aus. Denn die haben da fast zu wenig zu tun, wenn man es mit anderen vergleicht. Jetzt kommt da wieder so richtig was zusammen. So. So, es muss wieder reichen so. Dann hier. Ein einfacher Medizinauftrag. Das ist doch was Schönes. So. Und da eher wieder mal was Komplizierteres. Jetzt habe ich 12, das reicht da sogar. Und dann kann ich da 12 Flaschen mitnehmen. Ja, wenn ich den nehmen würde, könnte ich noch 16 mehr. Aber 88% genügt mir da. Besser mal hier wieder durchgehen und Dinge reparieren. Da einmal. Diese aufgeladenen Notfallwagen, alle zerstört. Aber alle. So. Okay, was machen wir mit der Küche? So, machen wir mal Pause und konzentrieren uns hier auf den Küchenbau. Die Stühle hier würde ich mal wegmachen. So. Die Kühlschränke können wir bestimmt noch gebrauchen.
Und dann würde ich die Küche gleich mal hier in die Ecke machen. Die dahin. Und die dahin. So, passt das so schon mal super zusammen. Des Weiteren auch da noch eine Küche. Und Kühlschränke. So, ich verkaufe die jetzt trotzdem mal. Dann kann hier nämlich so ein Tisch hin. Und da. Und dann wird es schon eng mit Tischen. Oder zu eng. Er kann weder da oder da passt das, weil das schon zu viel ist hier. Und da hinten eh nicht. Also die 2 Tische müssen reichen. Dann würde ich da noch ein paar Kühlschränke platzieren. Und vielleicht noch ein paar Stühle hier auf der Außenseite. Also da, wo es passt. So. Ja, und mehr ist da leider nicht möglich. Ich hoffe, das reicht von den Kühlschränken her, sonst machen wir da noch ein bisschen mehr dann. Also hier herum. Die Küche muss ja auch noch genutzt werden. Also zuerst müssen wir die auch mal im Einsatz sehen. Gut. Massenkontrolle ist gefordert. %95 und hier ähnlich. So. Reicht schon. Sehr schön. Das ist doch schön. So. Feuerwehrmänner sind am Reparieren von allem Möglichen. Ah, da oben ist auch wieder... Der da müsste mal repariert werden, dringend. So, hier wird verhört. Da gibt es Geld und Erfahrung. Übrigens sind wir bei der Erfahrung auch sehr weit oben. Was das angeht. So, und wir können da tatsächlich wieder neue Leute einstellen. Also, was haben wir denn noch nicht freigeschaltet? Ah, diese beiden Fahrzeuge. Mal schauen, ob das Kommandofahrzeug noch hier hinpasst. Nein, tut es nicht. Weil der Eingang 1 zu breit ist. Aber ich kann den nicht kleiner machen. Das ist da ein bisschen das Problem, glaube ich. So, wenn ich jetzt die einmal eins verschiebe. Ah, geht ja nicht. Vielleicht kann man ja überlegen und nur den verschieben. Nee, geht natürlich nicht. Ja, der Eingang lässt sich nicht kleiner machen. Und ich glaube schon, dass wir hier einen Eingang brauchen. Weil da hinten ging es ja bestens auf. Und hier ist nur die Gefängniszelle, die uns da hindert. Ja gut, aber so gesehen, das Kommandofahrzeug bringt uns nicht sehr viel. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Die andere Frage ist natürlich, was macht man jetzt hier hin? Was passt da noch super hin, dass es nicht so leer aussieht da? Einen kleinen Entspannungsbereich. Auf 3 Blöcken. Mal schauen, geht das? So, Entspannung. So, mit 2 Türen, dann sollte das passen. Plus hier der. Passt rein. Und noch ein Einersessel. Ah ne, das ist diese Ecke. Der geht nicht. So. Also, dann haben wir da noch einen weiteren Entspannungsbereich. Für die Feuerwehr ein bisschen exklusiver. Der andere hier
Der wird ja schon genutzt, aber nicht so sehr, muss man sagen. Also, ja. Mal schauen, ob er genutzt wird. Dann müssen wir leider auf das Kommandofahrzeug verzichten. Und bei der Polizei wahrscheinlich auch. So, 94%. Weil es einfach, es hat keinen Platz mehr. Weil ich ja auch immer diese Helikopter haben muss, oder? Das ist halt auch sowas. So. Ja, das wäre 100%. Wenn ich noch das dazu nehme, kann ich bestimmt das machen. So. Oder noch besser eigentlich den dazugeben. Und dann geht das auch ohne, weil die Gegenstände einfach so schnell kaputt gehen. Gut, dann hier. Ich würde da hinten anfangen, nämlich den Ambulanzbus. Hier haben wir sehr gut ausgebildetes Personal. Also hier ist wirklich sehr gut. Dann nehmen wir hier, Drohnen haben wir keine. Und jetzt kann ich halt die K9-Einheit für hier gebrauchen. So. Und dann 15 Feuerwehrmänner mit dem Brecheisen. Dem da vielleicht. So. Und noch ein Brecheisen. Ja, sieht gut aus. Okay, let's go. Ah, da kommen schon die nächsten. Ja, es dauert auch noch ein bisschen, die Proteste hier. Sieht man da. Okay, 4 Feuerwehrlöscher. Und dann will ich da den nehmen. Das deckt da super ab. So, 103%. So, dann 20 Leute. Haben wir noch 20 Leute, die ich da nehmen kann? Ja, da sind unsere Fahrzeuge voll. Kommt, dann senden wir so. Ein bisschen Risiko. Tut gut. Denke ich. Ja, ich schaue selten meine Wache von oben an. Die passt ja nicht mal auf dem Screen. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Gut, jetzt würde ich sagen. Wir sagen mal hier bei... Ne, nicht bei den Müden, sondern bei... Und auch nicht bei den Verletzten. Die sollen ein bisschen Überstunden machen. Und vor allem nur auch bei denen, denen sich's lohnt. Also die eine... Der da lohnt sich nicht wirklich. Ich kann aber hier nicht wirklich sortieren nach irgendwas. Und da sehen wir ja das jeweilige Level, nehme ich an. So. Dann haben wir ein paar Polizisten mehr. Aber ja, wenn keine Fahrzeuge da sind, bringen die dir auch nichts. So. Drohnen sind beschädigt. Ah, da vorne, genau. Erfahrene Crew haben wir bekommen. Aber diese 3, 4 Leute, das sind vielleicht dann genau die, die wir hier im Büro oder da noch gebrauchen können. Die Unruhen beruhigen sich, aber wir müssen unsere Bürger auch in diesen schwierigen... Ja, wir sind ja dran, unsere Bürger zu schützen. Tu doch nicht so. Wir versuchen es ja, so gut es geht. Nicht genügend Zellenbänke vorhanden. So, ich würde aber gleich zurückbezahlen. Also zurückbezahlen, unser Konto erhöhen. 850.000 sind schon für nächste Woche angespart. Und es ist ja nicht mehr so viel freizuschalten. Flur, außerhalb. Da, im Büro können wir noch den besseren Stand freischalten. Da gibt's nichts. In der Garage gibt es noch das Truppfahrzeug. Also das Kommandofahrzeug. Behandlung ist fertig. Bad ist fertig. Küche ist ja schon fertig gewesen.
Schlafzimmer haben wir auch schon geupgradet. Entspannungsbereich auch fertig. Also es sind noch sehr wenige Dinge, die wir freischalten müssen. Und ja, man kann sagen, ich habe Erfahrung gehabt mit den früheren Szenarios, dass wir hier doch ganz gut durchgekommen sind. Und dank euren Tipps natürlich auch. Muss man auch dazu sagen. Es fühlt sich schon nicht ganz wie jetzt hier Hardcore an. Muss ich ganz ehrlich sagen, denn wir hatten auch eine Zeit, wo es so viele Aufträge gab. Schon vorher. Auf dem Berlin-Szenario. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Ah, dann nehme ich besser den. Handelt sich ja nicht um einen Notfall. So. 79%. Ja, mehr habe ich nicht. Tut mir leid. So, und hier reicht das vielleicht? Ja, reicht. Sehr gut. Oh, ein Notfall ist wieder mal fehlgeschlagen. Ein Notfall. Ja, musste ja mal so kommen. Dass da wieder mal was nicht gelingt. Aber uns ist so viel gelungen. Wir haben 97% Erfolgsquote von dieser Woche. Das liegt natürlich daran, dass wir noch nicht so viel gehabt haben. Letzte Woche sind einer fehlgeschlagen, 4 haben wir Hilfe angefordert und einer ist abgelaufen. Und diese Woche haben wir einen fehlgeschlagen und 29 erfolgreich. 370 Einsätze haben wir letzte Woche gehabt. Also in dieser Stadt ist schon sau viel los. Das sieht man auch, wenn man mal hier auf die Straße schaut. Also da geht's ab. Da geht's richtig ab. Die Immersion ist richtig real da. So, nee. Ihr seht, wird genutzt. Schau mal an. Wird aber gerne genutzt. Und da sind wir gleich dabei. Wenn er nicht gerade jetzt auf die Toilette müsste, dann hätte er es bestimmt noch geschafft. Ah, wir haben noch 2 Bewerber. Nur leider da, wo wir sie nicht wirklich brauchen. Ja, ich habe das ein bisschen zu spät umgeschaltet. Das würde ich mal auf mich nehmen. So, ein Brechwerkzeug. Lufttanks. Ja, reicht so. Und hier das da. Und dann den noch. Ja, da ist, glaube ich, klar, dass wir da den Ambulanzbus nehmen. So. Und dann noch. Ah, den Helikopter hätten wir auch noch, ich Depp. Den müssen wir jetzt mal noch einsetzen, sonst geht das da nicht. So, was haben wir? Überschuss? Gefahrenschutz. Ah, das ist ein anderer Anzug. Ah. So, reicht aber schon so, wenn ich den wegnehme. Weil Medizin können wir wieder produzieren. Den Rest nicht. Ja, so reicht es dann doch nicht. Gut, 100%. Wir sehen noch, wie der abfliegt und dann war es das dann auch von der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch vielmals, dass ihr dabei wart. Da kommen neue Aufträge rein. Naja. So, sie sind am Einsteigen und sie sind am Abheben. Ja, war schon zu spät. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.